Ja, Leute, wichtiges Video. Ich präsentiere euch hauptsächlich erstmal die Facts und wir haben die Gelegenheit auf jeden Fall demnächst nochmal deeper da reinzugehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt gerne eure Fragen zu der Thematik oder was auch immer in die Kommentare schreiben, da kann ich das mit einbeziehen, aber jetzt müsstet ihr erstmal zuhören. Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Es ist mega, mega wichtig, denn ihr seht es ja im Titel, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Das Ganze will ich euch kurz präsentieren in Facts, ohne jetzt zu deep reinzugehen. Dann fangen wir erstmal wirklich mit der guten Nachricht an, weil sie betrifft halt im Prinzip alles. Und ja, ich werde ein zweites Mal Papa. Ich bin ja 2020 schon Vater geworden und habe so die letzten Jahre auch meinen ganzen Werdegang halt als Vater sozusagen anbetreut und das Ganze geht jetzt quasi also in Runde 2. Damit connecten möchte ich schon mal die schlechte Nachricht, zumindest kann es sein, dass für den einen oder anderen dann eine schlechte Nachricht ist. Für mich jetzt nicht so schlecht als solches, aber wichtig, denn ich werde entsprechend auf lange unbestimmte Zeit sozusagen nicht mehr aktiv Content betreiben, das heißt nicht mehr wirklich Videos oder Streams bringen, egal zu welchen Thematiken, aber es betrifft natürlich hauptsächlich auch Shakes and Fidget Content. Ja, bleibt erstmal die Frage, wie es weitergeht. Also ihr könnt gerne bei mir Abonnent auf dem Kanal bleiben, auf Twitch, was auch immer. Ich schließe nicht aus, dass mal was kommt, aber ich will mich von dem Gedanken komplett befreien und gleich der Tatsache, dass ich doch sehr aktiv gewesen bin zuletzt, also von Dezember bis März. Aber es ist eben halt eine andere Grundsituation entstanden. Ich bin auch im Austausch mit Blaya, wie es dort weitergeht, denn ich möchte Shakes and Fidget jetzt nicht komplett den Rücken kehren. Ich möchte also ein bisschen weiterspielen. Ich überlege, auf welchen Servern ich das mache, aber solche Projekte wie jetzt Players to Watch zum Beispiel oder Sachen, die ich irgendwie mal angeteasert habe, auch die Guild of EU1, was auch immer, das ist halt auf jeden Fall erstmal Geschichte. Das geht halt so leider nicht. Ich hatte vor, auf EU20 zu starten, das habe ich immer wieder erwähnt und das habe ich auch nach wie vor, wenn der Serverstart nicht unbedingt in meinem Urlaub liegt im Mai. Das war immer die Grundvoraussetzung, denn ich werde, sag ich mal, wenn alles gut läuft, erst Ende des Jahres dann wirklich zweifacher Papa und dann hätte ich die Chance auf EU20 zumindest den Serverstart noch relativ gut mitzuspielen und dann eben ähnlich wie damals auf EU5 durchzuziehen. Auf EU5 habe ich das damals nicht gemacht, weil ich zu viele andere Server dann nebenbei gestartet habe. Das würde natürlich dann prinzipiell wegfallen. Auf EU19 läuft es sehr gut, da könnte ich mir echt vorstellen, dann auch noch weiter zu spielen. Und dann habe ich auch noch Mainchar auf F23, der zwar jetzt im Moment in der Wing-Gilde ist. Also da ist der Fokus vielleicht gerade nicht ganz so, aber zum nächsten Elevator hätte ich da schon nochmal Bock auf Profilbild. Also das sind im Moment so diese 3 Server, die ich ins Auge fasse, einfach nur als Spieler sozusagen. Und ich habe schon erwähnt, es kann durchaus sein, dass mal was kommt, aber komplett frei von jeglichen Bedingungen. Und wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht. Bis es vielleicht mal irgendwann einen Punkt gibt, wo ich sagen kann, okay, ich komme jetzt offiziell zurück. Bock hätte ich darauf auf jeden Fall. Könnt ihr wissen, wie gesagt, es macht mir alles sehr viel Spaß, aber die Entscheidung ist direkt gefallen in mir und die lässt sich so jetzt auch nicht spontan ändern. Wie gesagt, ein bisschen deeper, über Gründe, über Ursachen kann man gerne mal sprechen. Aber hier wollte ich mir erstmal, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Es wird sicherlich vor allen Dingen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch das ein oder andere Video kommen. Aber peu à peu wird es dann halt weniger werden und ihr solltet halt auf jeden Fall wissen, warum das Ganze halt von mir so entschieden wurde. Also, dass es nichts mit irgendwelchen Zerwürfnissen zu tun hat, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel hätte oder irgendwas. Das ist nämlich gar nicht der Fall. Eigentlich hat sich das in den letzten Jahren wieder sehr stark entwickelt. Aber das Wichtigste ist gesagt. Wir sehen und hören uns, auf welche Art auch immer. Und ich sage erstmal ciao, danke fürs Zuhören, euer Basti.